Die A2 ist wohl die am meisten befahrene Ost-West-Verbindung Europas und als Warschauer Allee berüchtigt. Zurzeit ist sie vor allem in Sachsen-Anhalt und Brandenburg für ihre hohe Stauträchtigkeit und die vielen schweren Lkw-Unfälle gefürchtet. Meistens vor und in den Baustellen. Hauptunfallursachen, so die Polizei, sind ein viel zu geringer Sicherheitsabstand und Ablenkung in den Fahrerkabinen. Knapp 45.000 Fahrzeuge werden auf der A2 täglich gezählt. Jedes dritte ist ein Lastwagen. Wie kaum ein anderer kennt Paul Brammeyer von Freunden und Mitarbeitern, einfach nur Paulus genannt, fast jeden Kilometer der A2. An 5 Standorten zwischen Magdeburg und in der Nähe von Potsdam sind seine Abschleppfahrzeuge stationiert, um nach schweren Verkehrsunfällen die Fahrbahn so schnell wie möglich wieder freizumachen. Die Vielfalt der knapp 50 Spezialfahrzeuge ist den unterschiedlichen Frachten und Zwecken der Einsätze geschuldet, denn über die A2 wird so gut wie alles transportiert. Die Vielfalt der Ladung macht uns natürlich das Leben so ein bisschen schwieriger. Wir müssen uns auf alles einstellen, was draußen passiert. Wir müssen draußen alles abarbeiten, ob es flüssig, fest oder wie auch immer, was für Stoffe, Ladungen und das, was wir draußen vorfinden. Wenn die Autobahn gesperrt ist oder teilgesperrt ist, müssen wir sie bergen und wieder freimachen. Eine Arbeit bei Wind und Wetter, 7 Tage in der Woche mit Rufbereitschaft rund um die Uhr, das ganze Jahr hindurch. Was Paulus und die etwa 40 Mitarbeiter dabei zu sehen bekommen, sprengt oft die Grenzen des Zumutbaren. Häufig erwartet die Kräfte des Havarie- und Bergungsdienstes Brammeyer nicht nur echte und stundenlange Knochenarbeit. Nein, es sind auch die schrecklichen Bilder an den Einsatzstellen selbst, die keiner von ihnen so einfach wegsteckt. Tote, Verletzte. Aber wer täglich auf der Autobahn arbeitet, lernt, damit umzugehen. Besonderen Wert legen sie darauf, dass ihre Belastungen nichts im Vergleich zu dem sind, was Feuerwehrleute oder Rettungskräfte ertragen müssen. Ja, wir als Bergungsunternehmen kriegen natürlich nicht das zu sehen, was die Feuerwehren zu sehen kriegen, wenn sie zur Unfallstelle fahren. Wenn wir kommen, müssen wir uns um den havarierten oder verunfallten LKW kümmern. Wenn die Feuerwehr rauskommt, geht es meist um Menschenleben. Und dementsprechend ist das natürlich auch wesentlich schlimmer und auch viel intensiver, was sie dann da sehen. Und deswegen habe ich auch den allergrößten Respekt vor den Feuerwehren und vor allem vor dem, was sie leisten hier auf den Autobahnen. Allen Anstrengungen zum Trotz geblieben ist bei Paulus Brammeyer eine große Begeisterung für Lastwagen selbst. Dieser 4 Jahre alte Mercedes-Benz Arocs V6 mit 630 PS ist eines seiner Schmuckstücke. Die Airbrush-Motive sind aus einer Action-Verfilmung. Die Motive haben die Kinder ausgesucht. Wie aber ist Brammeyer selbst dazu gekommen, ausgerechnet Bergeunternehmer zu werden? Ja, ich bin also ganz normal mit einer Autoschlosserlehre angefangen. Wie ich die fertig hatte, bin ich dann auch jobmäßig immer mal hin und wieder mit dem LKW gefahren, bin auch noch mal liegen geblieben. Wo das dann mit dem Abschleppen nicht so toll lief, was relativ schwierig von der Abhandlung war und auch die Hilfe kam nicht so schnell, wie man sich das vorgestellt hat. Und da kam so die Idee, das mal selber zu probieren oder selber zu machen. Und ja, so ist das dann die Idee entstanden. Von Schopsdorf in Brandenburg zum Unternehmensstandort in Magdeburg, also nach Sachsen-Anhalt. Hier hat die Firma in unmittelbarer Nähe zum Hafen ihr Domizil. Und hier stehen auch Lastwagen und Auflieger, die nach schweren Unfällen entweder sichergestellt wurden oder aber noch von den betroffenen Speditionen abgeholt werden müssen. Gerade fährt der LKW einer polnischen Spedition vor. Die Männer wollen nach einem Unfall auf der A2 eine beschädigte Sattelzugmaschine abholen, müssen aber erst einmal die Vorbereitungen für den Transport treffen. Wichtig ist für die Mitarbeiter Gordon Hegebart und Andi Franke, dass sich der Lkw-Fahrer mit leichten Verletzungen aus seiner Kabine noch selbst befreien konnte. Der Unfall mit 6 beteiligten Lkw forderte vor einigen Wochen 2 Todesopfer und führte zu einer tagelangen Autobahnsperrung. Der Unfall war für mich einer der schwersten Unfälle, die ich in meiner Karriere gesehen habe. Aufgrund dessen, durch die Explosionen der Gasflaschen, dann war wohl noch eine Säure in dem Ganzen involviert. Das war schon heftig. Der ganze Unfall allgemein, 6 LKWs, 2 ausgebrannte, 2 Tote. Das ist schon heftig gewesen. Also auch ich finde persönlich einer der schwersten Unfälle in meiner Laufbahn als Abschleppwagenfahrer. Wir sind zufrieden, wenn die LKWs wieder abgeholt werden.
weil zum einen, dass wir wieder Platz auf dem Hof haben und zum anderen, es ist ein Thema, wo man dann einen Haken dran machen kann, wo man sagt, jetzt ist der Unfall endgültig abgeschlossen für uns. Der Konvoi mit dem Wrack ist vom Hof. Nach Tagen der Anspannung auf der Autobahn ist endlich wieder ein wenig Ruhe eingekehrt. Zeit für die Fahrzeugpflege. Mitarbeiter Andi Franke wäscht den Actros V8, der mit seinen 600 PS so richtig was bewegen kann. Aber wofür braucht man eigentlich 600 PS? Ja, wir brauchen die 600 PS zum Abschleppen, weil wenn man dann, das Auto wiegt 25 Tonnen, wenn ich dann voll beladenen LKW hinter habe mit 40 Tonnen, dann ist man mal bei 70, 75 Tonnen. Da braucht man das schon. Bei einer Bergung nicht unbedingt. Dafür haben wir unsere starken Winden. Aber so zum Transport ist schon ganz gut, dass so viel PS sind. Statt einer Bergung auf der Autobahn steht für Kollege Gordon Hägebart wenig später noch ein innerstädtischer Einsatz an. Diesmal kein Unfall, sondern eine ganz normale Panne, weil ein Auto einfach nicht mehr anspringen will. Der Autofahrer versteht die Welt nicht mehr. Unterwegs ist Gordon mit einem Axor plus Abschleppkran, sodass der Pkw schnell und einfach hochgehoben werden kann. Nun ja, wirklich nichts Aufregendes, aber der Umgang mit der Technik macht Spaß. Naja, ich schleppe am liebend gerne eigentlich LKWs, aber eben halt im Pkw-Geschäft bin ich auch mal gerne tätig und gerade wenn es dann mit dem Kran zu tun hat, dann bin ich immer gerne dabei. Auch Gordon war, wie sein Chef und viele der Kollegen auch, einmal Lkw-Fahrer. Die Mitarbeiter der Firma Brammeyer können sich also gut in die Situation von Lkw-Fahrern hineinversetzen und wissen, was es heißt, jeden Tag für andere unterwegs zu sein. Doch im Hinblick auf die hohe Verkehrsdichte auf der A2, die vielen Baustellen dort und das damit jederzeit verbundene Unfallrisiko wissen sie auch, wie gefährlich die Arbeit auf der Autobahn tatsächlich sein kann. Der Blick auf die vielen Unfälle auf der A2 schärft die Sinne und regt zum Nachdenken an. Ja, ich glaube schon, dass der Lkw-Fahrer jetzt nicht unbedingt die Anerkennung bekommt, wie er sie haben sollte. Die viele denken nicht darüber nach, wie der Joghurt ins Regal kommt, wie das Paket, was man bestellt, am nächsten Tag da ist. Die Disponenten sitzen, glaube ich, den Fahrern immer sehr im Nacken. Und ich glaube schon, dass der Stress ein sehr, sehr großer Faktor für Unfälle ist. Und ich denke mal, ein bisschen mehr Anerkennung für den Job wäre schon ganz gut, weil an die Fahrer wird, glaube ich, zuletzt gedacht. Bei nahezu jedem Einsatz auf der Autobahn schwingen diese Gedanken mit. Gerade auf der A2 bedeutet das, auch an sich selbst und die eigene Sicherheit zu denken.